Es liegt in unserer DNA, die Zukunft zu gestalten. Mit Tebis Next 40 blicken wir ins Jahr 2065 und entwickeln ein Raumschiff, das die Zukunft der Fertigung verkörpert. Dabei nehmen wir Sie mit und zeigen die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg, von der Idee bis zum fertigen Exponat. Sie sehen, es wird schon wieder produktiv gearbeitet. Phase 2 ist offiziell eingeläutet. Am Clay-Modell kommt man in der Industrie immer noch nicht vorbei. Die Designer müssen dann das Handwerk immer noch beherrschen, tapen zu können, die Moduleure anweisen zu können. Und dann geht es natürlich jetzt darum, dass man dieses ganze Objekt irgendwie noch ein bisschen interessanter macht und dass man daraus eben nicht nur eine Form macht, sondern irgendwie auch was ein Design hat. Wir haben angefangen tatsächlich mit einem Unterbau und der ist aus diesem Schaumstoff, was man hier auch sieht. Und grob die Form und dann immer 2 cm von unserem Tape abgenommen, damit man eben noch genug Fläche hat zum Bearbeiten. Und dann haben wir aufgeklayt und dann fängt man eigentlich an, grob die Flächen zu ziehen. Ein bisschen nach den Proportionen zu schauen, immer mal wieder zu messen, wieder aufzuklayen, wieder abzutragen. Los geht's natürlich mit dem Ton und dann, wenn ich anfange, die ersten Flächen zu ziehen oder die ersten Volumen zu ziehen, dann nimmt man erstmal eine gröbere Raspel, sowas oder sowas hier. Und dann hat man hier eben diese Klingen. Hier ist jetzt ganz gut, die sind gleichmäßig, da hat man überall eine Kante drauf. Und wenn man dann soweit ist, dann geht man mit der nächsten Klinge dran, die dann eben keine Kanten mehr hat. Und mit der zieht man dann die Fläche wieder komplett sauber. Solche Stellen wie hier, wo mehrere Linien oder Flächen aufeinandertreffen, je ungeometrischer die Formen sind, desto schwieriger wird es auch. Ich habe auch eben herausgefunden, dass das Kofferecke heißt oder Kofferstelle. Wenn man 2 Flächen hat, die aufeinander zulaufen, dann möchte man hier zum Beispiel einen Winkel reinkriegen. Und dann versucht man hier eben genau den Radius zu kriegen oder diesen Übergang von der einen Fläche in die andere Fläche, wie er eben sein soll, wie man ihn haben möchte. Und da kann man sich aber ganz schnell die Flächen wieder kaputt machen mit. Ich habe diese 2 Gabeln eigentlich vorne, die nach vorne weggehen. Und da dann den richtigen Winkel zu treffen, ist natürlich in der Skizze ganz einfach. Wenn man es dann aber so groß bauen muss, dann ist es schwierig zwischendrin zu sagen, okay, ich will den Winkel jetzt nicht mehr so haben, sondern so. Das heißt, das muss eigentlich relativ am Anfang sitzen. Weil wir auch natürlich mehr in die Zukunft schauen wollen, wie können wir den physischen Prozess des Modellierens von Hand auch mit dem digitalen effizienter verbinden können. Und da sehen wir mit der Tebis AG einen Partner, der uns in diesem Semester zur Seite steht. Über die Zeiss IQS Deutschland mit ihren 3D-Scansystemen ermöglichen wir den Sprung von der Idee hinein in die Tebis-Konstruktionsumgebung. Fast wirkt es, als würde jedes Modell seinen eigenen Platz auf der Bühne bekommen, damit es von Zeiss abgescannt werden kann. Mit viel Sorgfalt werden die Entwürfe vorbereitet, damit kein Detail verloren geht. Wir wurden gefragt von der Firma Tebis, ob wir nicht Lust haben auf ein gemeinsames Projekt, da wir beide gemeinsam einen hohen Anspruch an unsere Arbeit, an die Qualität und Präzision haben. Ich war die letzten 1,5 Tage zusammen mit der Firma Tebis hier in Pforzheim an der Hochschule. Wir haben gemeinsam 16 Clay-Modelle eingescannt. Dafür haben wir hier unseren hochauflösenden 3D-Scanner, den Atos 5. So, wir haben jetzt unseren 3D-Scanner positioniert. Wir machen jetzt Aufnahmen aus verschiedenen Richtungen, sodass wir das Bauteil vollständig digitalisieren. Wir kriegen eine Punktewolke aus bis zu 12 Millionen Punkten. Diese Punktewolke wird anschließend zu einem Polygonnetz verrechnet. Das heißt, wir bekommen als Ergebnis dieses Scans ein STL-Netz. Das sehen wir jetzt am Ende hier. Ein hochaufgelöstes STL-Netz. Und dieses STL-Netz ist die Grundlage für die weiteren Bearbeitungsschritte der Firma Tebis. Seit einigen Monaten begleite ich die Studierenden der Hochschule Pforzheim auf ihrem Weg durch dieses Projekt. Ich habe die ersten Skizzen gesehen und erlebt, wie daraus Schritt für Schritt Modelle und schließlich auch fertige Arbeiten entstanden sind. Und jetzt ist der Moment da, auf den alle hingearbeitet haben. Die Werkschau. Besonders beeindruckend finde ich, was zwischen der ersten Idee und dem fertigen Ergebnis passiert. Aus ein paar Linien auf Papier werden Formen, Konzepte und Objekte, die plötzlich real vor einem stehen. Genau das macht die Werkschau so besonders. Sie zeigt nicht nur die Ergebnisse, sondern auch, wie viel Kreativität und Ausdauer und Arbeit in jedem einzelnen Projekt steckt. Und nach allem, was ich in den letzten Monaten begleiten durfte, kann ich sagen, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.
Ein Modell ist schöner als das andere. Aber wer macht am Ende das Rennen? Noch steht die Entscheidung aus. Wer unser Gewinner wird, erfahren Sie in der nächsten Folge. Also dranbleiben und wieder einschalten.